So, guten Abend allerseits. Let us begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we thank you that we can come before you once again to worship. wir danken dir, dass wir ein weiteres Mal vor dir zur Anbetung erscheinen können. Please forgive us our sins. Bitte vergib uns unsere Sünden Wash us by the blood of Jesus und wasch uns durch das Blut Jesu. and fill us now with the Holy Spirit. Und bitte füll uns jetzt mit dem Heiligen Geist. Lead us into all truth Führe uns in alle Wahrheit and set us free from self and selfishness and sin and pride and all the wicked ways of this world. und bitte setze uns frei von Selbstsucht, von all diesen bösen Gedanken und dem Bösen der Welt. Please help us to hear your word, Und bitte hilf uns, dein Wort zu hören, to understand it, es zu verstehen, to remember it, dass wir es verstehen können, behalten können and that we would be able to teach it. und dass wir auch in der Lage sind, es zu lehren. And above all, that it would sanctify and develop in us the heart of Christ. Und dass es vor allem in uns das Herz Jesu Christi entwickeln möge. Please bless Brother Lawrence as he leads out, Bitte segne Bruder Lorenz, wenn er die Klasse leitet, and touch his lips with a coal from thine altar. und berühre seine Lippen mit einer Kohle vom Altar. And let your word come to us in power and in conviction of sin, Und lass dein Wort zu uns kommen in Kraft und mit der Überführung von Sünde and in peace, joy and sweet love. und in Frieden und Freude und süßer Liebe. Please let your heavenly angels be among us, Bitte lass deinen himmlischen Engel unter uns sein and pour the golden oil in our hearts, und gieße das goldene Öl in unser Herzen, that we would shine forth your glory, dass wir deine Herrlichkeit hervorscheinen lassen and können that we would be healed from our sin. und dass wir von unserer Sünde geheilt werden können. And we invite your presence, Wir laden deine Gegenwart jetzt and ein. we give you thanks in Jesus' name. Geben wir Dank in Jesu Namen. Amen. Amen. Alright, so good evening once more. So, guten Abend, ein weiteres Mal. So we understand here we have the two Sunday laws, So, hier auf den oberen Linie, wir haben diese zwei Sonntagsgesetzkrisen. and in between the little time of peace, Und dazwischen, kleine Zeit des Friedens. and then also our fractal here, Und dann auch auf unsere Ein-Sonntagsgesetz Fraktal hier. the same thing. Dasselbe, 2014 is here, 2014, 16, 2016. which is a parallel in principle to the Midnight Cry. Und 2016 im Prinzip ist eine Parallel zur Mitternachtsruf. And then here we have the Midnight Cry and the final, Mitternachtsruf und der finale Untersuchung. the civil Sunday law in our line. Oder auf unsere Linie, das wäre dann der zivile Sonntagsgesetz. Okay. And then we understand that here we have this 10 marked, which is then this illustration. Wir Right? verstehen, dass wir diese letzte 10 hier markiert haben, was diese letzte Linie hier unten ist. Okay, so this is then July 19th. Das wäre der 19. Juli dieses Jahres 2020. And we also understand that we are at the moment here, so a little time of peace. Wir So verstehen, dass wir uns hier gerade befinden, we understand we are in this little time of peace at the moment, diese right? kleine Zeit des Friedens hier drin. Beginning with October 18th. Und das fängt mit 18. Oktober dieses Jahres an. Okay, so and here we have this other little time of peace. What we understand was 2015, Hier diese andere kleine Zeit des Friedens, das war 2015 bis 16. and here is then basically this little time of peace is here, midnight to midnight cry. Diese kleine Zeit des Friedens hier, Mitternacht bis zum Mitternachtsruf, ist die hier. Okay, so therefore, what is it that we await? What would come next upon us? Deswegen, was ist es, was wir erwarten, was zunächst auf uns zukommt? Character will be revealed when we're delivered up. Yes, it's like also another event like similar to 2016. Also es ist ein weiteres Ereignis, ähnlich wie 2016, In a sense that
it's a small type of the midnight cry. In diesem Sinne, dass es eine kleine Typus ist von der Mitternachtsruf. So, and we don't know the date yet, but we know it's soon to be upon us, right? Wir wissen keine Datum, aber wir wissen, dass es so bald auf uns kommt. Okay, and I will just write now midnight cry here, though we understand it's not really the midnight cry. Und ich werde hier einfach Mitternachtsruf hier schreiben, obwohl wir wissen, dass das nicht wirklich der Mitternachtsruf But just ist. it's the principle of the midnight cry. Nur weil es parallel ist zur Mitternachtsruf, also die Prinzipien werden ähnlich oder derselben zu sehen sein im Maße. Just avoid confusion, it's principle. Okay. Nur um Verwirrung zu vermeiden, ich schreibe da Mitternachtsruf im Prinzip. Okay, so and what do we understand what happens at the midnight cry? Und was ist es, was wir verstehen, was am Mitternachtsruf geschieht? You get delivered up Yes. to the civil powers. Du wirst ausgeliefert zu den Zivilmächten. Yes. Okay, so therefore we can expect somehow that this principle needs to be illustrated very soon here. So wir können erwarten, dass dieses Prinzip auf irgendeine Art und Weise hier dargestellt wird. And since this is only a principle, doesn't necessarily mean that each one of us will be necessarily to be delivered up, okay? Und nur weil das hier ein Prinzip ist, heißt nicht unbedingt, dass jeder einzelne von uns unbedingt ausgeliefert werden muss. Okay, but probably all those who will be faithful will be threatened with it. Aber wahrscheinlich all diejenigen, die treu sind, werden damit bedroht werden. And some will probably also be delivered up. Und Okay? einige werden wahrscheinlich tatsächlich ausgeliefert But werden. it'll test everybody because Yes. they will put the fear in their Ja, hearts. aber es wird, wie Bruder Mal sagt, es wird auf jeden Fall jeden testen, denn der Furcht von dieses Ereignis wird über jeder kommen. Yes. Okay, so now let's go to Luke 21. Lasst uns zu Lukas Brief 21 gehen. No, it's not. Okay. Actually, maybe before we go to Luke 21, let's go to Matthew 24. Aber noch bevor wir zu Lukas 21 gehen, gehen wir zu Matthäus So 24. place your finger on Luke 21, please. Haltet den Platz hier. And we understand there the disciples ask him, what is the sign of thy coming and the end of the world, right? Und wir wissen, dass die Jungen Jesus hier befragen, was ist das Zeichen deines Kommens und das Ende der Welt. And basically says, take heed, nobody deceives you, and nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and so on and so forth, Und right? er sagt, achtet darauf, dass niemand euch verführe, Nation wird gegen Nation aufkommen und Königreich gegen Königreich und so weiter. So where's this? So, wo ist das? It's Sunday, Das right? ist am So it Sonntagsgesetz. begins with the Sunday law. Fängt mit der Sonntagsgesetz an. Okay. And what could we see in the book of Daniel in Und our was studies? konnten wir in den letzten Studien im Buch Daniel sehen? So in Daniel chapter 3, for instance, Daniel Kapitel 3 zum Beispiel. the image was erected, which is the Sunday law. Dieses Standbild wird aufgerichtet, was den Sonntagsgesetz markiert. And what did the Hebrews do or not do? Und was taten die Hebräer oder nicht taten? They didn't bow down, right? Sie beugten sich nicht nieder. But eventually that got reported, right? Aber sie würden Gemeldet. gemeldet. Danke. And then basically this death decree came against them. Und Okay. dann kam dieses Todesdekret gegen sie auf. And we understand it's at the midnight cry when you come face to face with death. Und wir Right? verstehen, dass es am Mitternachtsruf ist, wo du vor den Angesicht des Todes kommst. So therefore it shows us here also Jesus speaks about the Sunday law crisis, nation comes against nation and kingdom against kingdom. So, Jesus zeigt uns Sonntagsgesetzkrise, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. But then he jumps down to the midnight cry in verse 9. Aber in Vers 9 kommt er zur Mitternachtsruf. It says, Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you,
and ye shall be hated of all nations for my name's sake. So here it's written, they will deliver you up and shall kill you. Right? Also sie werden dich ausliefern und dich töten. So in verse 9 you are now at the midnight cry. So Vers 9 bist du jetzt an der Mitternachtsstufe. Okay. And verse 10, Vers 10. and then many shall be offended and shall betray one another and shall hate one another. So what will take place then here at the midnight cry when they deliver you up? So was wird hier stattfinden an der Mitternachtsruf, wenn sie dir ausliefern? Your character, you either love your brother and go to the cross, or you hate him and deliver him to the cross. Yes. So Entweder liebst deinen Bruder oder Schwester und gehst zum Kreuz für sie, oder du hasst deinen Bruder oder Schwester und führst sie aus zum Kreuz. And those that deliver up their brethren, what do they themselves do? Und diejenigen, die ihren Geschwistern ausliefern, was tun sie selbst? fall away. Yes, they apostatize from the truth. Also Right? sie fallen von der Wahrheit ab. Okay, so here, face with death. Also mit dem Tod konfrontiert. And it's a great apostasy. Okay. Und das ist eine große Abfall. Or this falling away taking place. Okay. Wegfallen. So, and many it is that will be offended and then betray one another, which is Judas, right? Und viele werden Anstoß nehmen und einander verraten, und das ist Judas. And this is why it says in Spalding again, it will be this nominal churches, Protestants, and the nominal Adventists. Okay. Ellen White in Spalding Magam sagt, es wird die Namenskirchen oder Gemeinden und die Namensadventisten, die das tun werden. Okay. So now let's go to Luke 21. So, jetzt gehen wir zu Lukas 21. Because when this happens, we need to understand how we should behave in this situation, right? Denn wenn das geschieht, wir müssen verstehen, wie wir uns in diesen Situationen benehmen sollen. Okay, what shall we say, what shouldn't we say, and all these things. So, was sollen wir sagen, was sollen wir nicht sagen und all solche Sachen. Okay, so when Jesus spoke about in Matthew 24 about nation against nation, what is it So, in other als terms? Jesus in Matthäus 24 gesprochen hat, Nation gegen Nation, was ist das anders When you ausgedrückt? link it with when you link it with 1848, Also wenn du das mit 1848 zusammenbringst, what did Sister White say? It was shaking of the earth. es Right? ist die Erschütterung der Erde. Okay, so that's the earth Es being ist die shaken. Erde, der erschüttert wird. Okay. And but she says then also the heavens and the earth shall be shaken. Aber Right? dann sagt sie, der Himmel und die Erde werden erschüttert. Yes, and she also compares it with the two world wars. Und Right? sie vergleicht das mit diesen zwei Weltkriegen. And in between the two world wars, there's this little time of peace. Und Right? zwischen die zwei Weltkriege gibt es diese Zeit des Friedens. So the earth is shaken until here, and then after the little time of peace, you have heaven plus earth. Right? So, die Erde ist hier erschüttert und dann nach der kleinen Zeit des Friedens, es gibt der Himmel und Erde, die erschüttert werden. Okay. And now let's read in Luke 21. Lukas 21, Let's read verse 10 to 11. die Verse 10 und 11. It says, Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilences, and fearful sights, and great signs shall be there from heaven. So what shaking is this here? So, welche Erschütterung ist dies hier? Shaking of the heavens Yeah. and the earth. Shaking of the heavens and the earth, right? Erschütterung der Himmel und der Erde. Because nation is against nation is the shaking of the earth, Denn Nation gegen Nation, das ist die Erschütterung der Erde. but then you also have the great signs from heaven, which is the heavens, right? Und dann Vers 11, diese große Zeichen aus der Himmel, das ist die Erschütterung des Himmels. So he speaks now about the second shaking here. So, sie spricht hier über diese zweite Erschütterung hier. And now let's read verse 12. Und jetzt Vers 12. But before all these, so before the heavens and the earth get shaken, Also noch bevor der Himmel und Erde erschüttert werden, they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to
the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. So, therefore, when they deliver you up, this marks then the time when the Lord will shake the heavens and the earth, right? So, wenn sie dich ausliefern, das markiert der Punkt, wo der Herr der Himmel und Erde erschüttern wird. Okay. Cause and effect. Yes. Okay. Also Wirkung und Ursache So, im Grunde. right here, you're delivered up, and So gerade hier wirst du ausgeliefert. why? Warum? Let's read verse 13. Vers 13. And it shall turn to you for a testimony. Okay, so why does the Lord allow you to be delivered up? So warum erlaubt der Herr, dass du ausgeliefert wirst? You can be a light for him, to testify of him. Yes, for a testimony, right? So, dass du ein Zeugnis für ihn werden kannst. Alright, so right here, when some of us will be delivered up, So gerade hier, wenn einige von uns ausgeliefert wird, for what reason? was ist der Zweck? Be a testimony. Okay? Ein Zeugnis zu sein, ein Zeuge zu sein So oder ein hier- Zeugnis zu geben. You should give testimony. So Okay? hier sollst du Zeugnis geben. So, and now let's read verse 14 to. Let's just read from 14 onwards. Und wir lesen jetzt von Vers 14 an. Settle it therefore in your hearts not to meditate before what ye shall answer. For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Okay, so what we will speak here, what are we not to do? So, was wir hier sagen werden, was sollen wir hier nicht tun? Speak your own words. Yes, right. Deine Okay. eigenen Worte sprechen. So we are not to think now and write down already, okay, I will say this and this. Okay? So, du sollst jetzt nicht vordenken, also okay, ich werde das sagen und das und das. But what are we to do still? Aber was sollen wir dennoch tun? Or you have to give a witness to the truth. Okay, maybe my question was not so clear. Keep your finger in Luke 21, let's go to John 14. So, halte den Platz hier, Lukas 21, geht zu Johannes 14. Because in other passage Jesus says it's the Spirit of the Father which will give you this wisdom. Denn in einem anderen Teil des Bibels, Jesus sagt, es ist der Geist des Vaters, der dir diese Weisheit geben wird. Okay, let's go to John 14, verse 26. Johannes 14, Vers 26. It says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Okay, so when the Spirit of God will give you the words to speak, what will he do? Also wenn der Heilige Geist, der Geist Gottes, dir diesen Worte gibt, die du sprechen solltest, was ist es, was er tun wird? Yes, Remind you. yes, he will remind you of all those things that you put in your heart. Er before, wird dich okay? daran erinnern, an all das, was du bereits in deinem Herzen hineingetan hast. So not that he suddenly will speak to you all the words that you don't know, but he will just remind you of those things that you already put there. So ist Okay? es nicht, als werde der Herr jetzt all diese Worte in deinen Kopf hineinbringen, was du sagen solltest. Nein, er wird dich daran erinnern, was du bereits gelernt hast. Okay, so therefore this is a time of preparation. So Right? deswegen, das hier ist eine Zeit der Vorbereitung. And we are now in this final preparation just before this event. Und wir sind in diese letzte Vorbereitungszeit noch vor diesem Ereignis hier. Okay, and here you need to then trust the Lord, and then you can repeat those things that you learned beforehand. Und Okay. es ist hier, wo wir den Herrn vertrauen sollten und wir können wiederholen die Dinge, die wir zuvor gelernt haben. I'm trying to think where it says, put thy word in my... Psalms 119:11. Yes, 119, yes. Okay. Yes, So- 111, yes. Okay, you want to read it? Psalm 119, Vers 11 sagt, It says, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. dein Wort habe ich in mein Herzen verborgen, dass ich nicht gegen dich sündige. So you got Yes. to hide
his words in your heart so the Spirit can bring them to remembrance. Du musst seine Worte in deinem Herzen verbergen, sodass der Heilige Geist imstande ist, die aus dir hervorzubringen. Yes. Okay. So now let's go back to Luke 21. So, zurück zur Lukas 21. So we read until verse 15 where it says that he will give us this mouth to speak. So, wir haben bereits bis Vers 15 gelesen, wo es sagte, dass er uns einen Mund geben wird zu sprechen. And then in verse 16 it says, Vers 16 sagt es weiter. And ye shall be betrayed both by parents and brethren and kinsfolk and friends, and some of you shall they cause to be put to death, and ye shall be hated of all men for my name's sake. So, what does it say? Who will betray us? So, was sagt es hier? Wer wird uns verraten? Everybody can betray. Okay. Jeder, also so deine Eltern, deine Geschwister, deine Familie, Freunde. So whoever apostatizes here will betray you. Okay. Also wer auch immer hier wegfällt, wird dich verraten. So this is not a small thing, right? Also das ist keine geringe Sache. And therefore we must prepare in the little time of peace what principle is always there mentioned, or what warning is the Lord giving us. Deswegen in der kleinen Zeit des Friedens, wir müssen Vorbereitung, und welche Warnung gibt uns der Herr hier? Suddenly and unexpected. Yes, yes, don't forget God, right? Also vergiss den Herrn nicht. So that's the great temptation in this time, that we're getting overloaded with all this cares and all these things. So, es ist der große Versuchung in dieser Zeit, dass wir überwältigt werden mit all diesen Sorgen und solches. And that we don't do the work, and that we forget God, and then when the test comes, we can't remember these things because we're not connected with the Lord. Werk nichts tun, wir vergessen den Herrn, und dann, wenn das Test kommt, wir können es nicht tun, weil wir den Herrn vergessen haben. Okay, so, but my point I want to make is, right here, yeah, you should give a testimony. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass gerade hier du sollst Zeugnis ablegen. So in this sense, you need to speak something, So right? in diesem Sinne, du musst irgendetwas sagen oder Ja. sprechen. Okay, but maybe I'm just throwing something in the mix. Yes. This here, where you get delivered up, it has to be in accordance with the book of Daniel, right? Also dieses hier, wo du ausgeliefert wirst, muss in Übereinstimmung mit dem Buch Daniels sein. Because you read Luke 21 and verse 15. Denn in Lukas 21, Vers 15 war gelesen, It says, For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. ich werde dir einen Mund und Weisheit geben, die all deine Widersachen nicht widerstehen kann. And when you go to Daniel chapter 1, Und wenn wir zu Daniel Kapitel 1 gehen, when he comes before Melzar, da wo er vor Melzar kommt, this is when he's basically given the prediction, which I suggest is the testimony. das ist der Punkt, wo er die Vorhersage gibt. Was ich vorschlagen möchte, ist dieses Zeugnis. Because it says, As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. Which Vers you reading? 17. Vers 17. So it's the same in Daniel 2. They ask for time. It's the same as Luther when he was delivered up. He asked for time. Dasselbe And in then he came Daniel 2, before them and die, he spoke that testimony and it shut them all up. das ist Right? dasselbe in Daniel 2, sie bitten nach Zeit. Das war dasselbe mit Luther vor der Diät, der bittete um Zeit. Und als er denn vor diesen Diät gekommen ist mit diesem Zeugnis, es hat allen den Munde verstopft. Because it also says that Christ, when he went there to the cross, he was dumb, right? So it's this, you got to learn to keep quiet. You've got to wait for God to reveal this and give you this wisdom, and that's where you're going to speak and be his man. Das ist wie Christus, der zum Kreuz ging, der war stumm wie ein Lamm zum Schlacht. Und das müssen wir auch lernen. Wir müssen lernen, stumm zu sein und zu warten, dass Gott uns das Wort gibt, die wir sprechen sollen. Because Christ takes Matthew 24 from the book of Daniel, so he's taken these things from the book of Daniel. Christus
nehmt diese Dinge in Matthäus 24 von das Buch Daniel. Also deswegen hier in Lukas auch, der nimmt diese Dinge von das Buch Daniel. So just to understand what you want to say. So nur um zu verstehen und klarzustellen, das was du sagen möchtest. So you say here you ask for time and then you give it here shortly before the end. So quasi hier bittest du um Zeit und kurz vor der Ende ist, wenn du diesen Zeugnis gibst und dieses Zeugnis ist das, was dich denn befreit. So that's this other little 10 here. Yes. Das wäre denn diese andere kleine 10 hier. Yes, I mean I have no problem with that. I'm just going back. We've always wondered exactly how that happens because, you know, Christ goes as the lamb to the slaughter. He's quiet. He doesn't. Okay, we'll come to this point because I think we have to bring this together. Okay, wir werden zu diesem Punkt kommen mit Christus, wenn er wie ein Lamm zum Schlacht geht und so weiter. Okay, because maybe let's go to Daniel chapter 3. Also lasst uns zu Daniel 3 vorerst gehen. Because we already looked at this in Daniel chapter 3, they refused to bow down. Right? Wir haben das bereits angeschaut neulich. In Daniel 3 weigern sie sich And niederzubeugen. then they get delivered up here at the midnight cry before Nebuchadnezzar. Und dann werden sie hier am Mitternachtsruf von Nebukadnezar ausgeliefert. Okay, and let's go to basically let's go to verse 14, verse 13. Wir gehen zu Vers 13 in Daniel 3. It says, Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach and Abednego. Then they brought these men before the king. So that's the midnight cry. Das ist der Mitternachtsruf. And now the king says, if you now bow down, then it's fine. Und der König sagt in Vers 14, naja, wenn ihr niederbeugt und so weiter, dann ist es in Ordnung. And now let's read verse 16. Und jetzt Vers 16. Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Okay, and then they get cast into the fiery oven. So Right? bis Vers 18 haben wir gelesen und danach werden sie im Feuerofen So we geworfen. can see basically that they already give a testimony here at the beginning. So wir können sehen, dass hier geben sie bereits am Anfang ein Zeugnis. That's So- it's the same as what Luther did, Yes. right? He gave a testimony there, Yes. and he said nearly the same thing. Yes, I'm careful. We are not careful to answer you in this manner. That's what Luther said. He says, you need to give me time because I don't want to answer this. Also das war Yes. dasselbe, was Luther gesagt hat am Anfang. Er meinte, Leute, ihr müsst mich Zeit geben, denn ich muss vorsichtig sein, wie ich euch Antwort hier abgebe mit der Sache des Herrn. Okay, so you must basically, in a sense, confirm your faith and stand fast for your faith. Also Okay. du musst deine Glaube bestätigen und standhaft auf deine Glaube hier stehen, also bekennen. And then wait and trust that the Lord will give you the clear answer Yes. after this time. Und dann wartet und vertraue darauf, dass der Herr dir diese klare Antwort nach dieser Zeit geben wird. So basically you... Ask for time. So du bittest quasi um Zeit. Okay, so you basically, you say something here, but it's not yet this final message. It's just like a testimony for your faith. You stand for your faith, and you now voice your trust in God. Also du sagst irgendetwas wohl hier, aber das ist nicht dein letztendliches Zeugnis, die du ablegen würdest, sondern es ist nur eine Bestätigung deines Glaubens. Du nimmst einen Stand für deine Glauben. Yes. Okay. So let's go now to Isaiah 53. Lasst uns jetzt zu Jesaja 53 gehen. And we understand Isaiah 53 is this chapter about Christ and him being crucified, right? And him being this sheep going to the slaughter. Jesaja 53, das ist alles über Christus, der gekreuzigt wird. Er ist diesen Lamm zur Schlacht. And we understand it's right here at the midnight cry, right? When you
are this lamb that goes to the cross. Wir verstehen, dass es gerade hier an der Mitternachtsruf ist, wo du dieser Lamm, der zur Schlacht gehst. Okay, so now let's read verse 6 and 7. So lasst uns die Verse 6 und 7 lesen. It says, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. Okay, so in verse 6, what did he become? So in Vers 6, was ist er geworden? He became the sin bearer. Yes, so he became the scapegoat, right? Yes. Er wurde den Sündenbock, also der Sündenträger. So and this is what happens here, right, when you become the scapegoat. Und das ist das, was geschieht hier, wenn du der Sündenbock All wirst. the ones that go astray are the hirelings that flee and don't want to go to the cross. All diejenigen, die abfallen hier, das sind diese Mietlinge, die flüchten, weil sie nicht zum Kreuz gehen wollen. Yes. That's why you've got to realize Christ went for you, so you've got to follow him. I don't know, because Peter, he quotes this, I think, this verse, and he applies it to those, basically the lost sheep, and now they have a chance to be saved because I'm of not it. saying that they don't have a chance to be saved, but I'm on about that point there. Okay, the hirelings are also there, but there's people there that flee there, like the disciples, they will be gathered later. But the point is, it's not good to flee at that point. That's Also the point I'm diejenigen, die making. hier flüchten, die konnten sowohl die Mietlinge sein, als auch diejenigen wie die Jungen, die flüchten, die aber eingesammelt werden können. Pointed here. It's either here. Hier oder hier? Mhm. Right, okay. Why would it not be there? Because it's Different I time. mean, some ways they have been manifested that they are hirelings. Okay. It's just pointing to the future. So, but here we see, when you are now delivered up to the slaughter, you're now dumb. Aber hier können wir sehen, wenn du zum Schlacht ausgeliefert wirst, du bist stumm. Okay, and it seems like a contradiction. You have to give a testimony, but you also are dumb. So Okay, scheint wie ein Widerspruch, dass du Zeugnis ablegen musst, aber du bist stumm. but we will see that there's no contradiction. Aber wir werden sehen, dass es kein Widerspruch ist. This is how it speaks about this testimony, because in Matthew it says witness, so testimony and witness is similar, the same word. And basically what it is, it's by demonstrating your character, that's how you give the witness, the testimony there. So when you demonstrate your character and when you come out of the bird, So, you give White, this message with power, because the people will, sorry Scott, Ellen White spricht darüber, dass du gibst Zeugnis hier, wenn du deinen Charakter demonstrierst. right? So then at the end, when you receive the truth, the message that you can give them to them, they will listen because they have seen your character. Und dann am Ende, wenn du diese Botschaft erhältst, die du geben musstest, die werden zuhören, weil sie bereits deinen Charakter gesehen haben. This is why it says the last warning message is a revelation of God's character. Und Ellen White sagt, dass die letzte Warnungsbotschaft ist eine Offenbarung von der Charakter Gottes. Yes. Okay. So it's definitely also how you behave in this whole situation. Also auf jeden Fall kommt es darauf an, wie du dich in diesen Situationen benimmst. But we also saw, you also have to say say something in a sense. I don't bow down. I will not worship. Aber wir haben auch gesehen, dass wir auf jeden Fall auch was sagen müssen, wie zum Beispiel, ich werde mich nicht beugen, ich werde mich hier nicht anbeten. So we need to stand firm to what we believe. Wir müssen feststehen für das, was wir glauben. But at the same time, we are not to speak certain things here. Aber zur selben Zeit sollen wir gewisse Sachen hier zu dieser Zeit nicht sprechen. Okay, so and we can look at this. Und das werden wir eben jetzt anschauen. But before we look at this, let's go to the live stream, and I posted a quote here from Great Controversy just before the song. Aber noch bevor wir das anschauen, wir gehen zu den Livestream. Und ich habe gerade vor das Lied ein Zitat von Großen Kampf gepostet. Den wollen wir zuerst anschauen. Okay, that's a familiar quote.
Es ist eine bekannte Zitat. Okay, it says here, as the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message, but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the ranks of the opposition. By uniting with the world and partaking of its spirit, they have come to view matters in nearly the same light. And when the test is brought, they are prepared to choose the easy popular side. Men of talent and pleasing address, who once rejoiced in the truth, employ their powers to deceive and mislead souls. They become the most bitter enemies of their former brethren. When Sabbath keepers are brought before the courts to answer for their faith, these apostates are the most efficient agents of Satan to misrepresent and accuse them, and by false reports and insinuations to stir up the rulers against them. Okay, so about what time is it speaking here? So, über welche Zeit spricht es hier? Midnight cry. Midnight cry. Yes. Der Mitternachtsschub. And why? Warum? Because, as I understand, the little time of peace is leading up to this point, and if you read the whole chapter in context, Yes. it says the storm approaches. Yes. Sagt, der Sturm nähert sich. And it also says here in the last sentence, Der letzte Satz sagt it es auch says, weiter. when Sabbath keepers are brought before the courts. Also Okay. wenn Sabbathaltern vor die Gerichte geschleppt So werden. that's when you're delivered up, right? Das ist, wenn du ausgeliefert Okay, wirst. so It's the, it's the Yes. storm that Sister White spoke about in the railroad depot vision. Das yes, ist dieser Sturm, die Ellen White in diesen Bahnhofsdepot-Visionen sprach. so basically, yeah, here the storm comes, So, es ist hier, wo der Sturm anbricht. and as the storm approaches, now this large class departs from the faith. Und wenn diesen Sturm annähert, diese große Klasse fällt von Glauben ab. Okay, and It's the, because in the vision it says every standing object, right? And the standing object is basically those who have their feet washed, because they are the standing, the self-righteous Pharisees. Also in der Vision, es sagt, jeden stehenden Gegenstand wird weggefegt werden von den Sturm, und diejenigen, die stehen, das sind diejenigen, die ihren Füße nicht gewaschen bekommen haben. Wenn du das zusammenbringst mit der Gleichnis von der Pharisäer und der Zöllner, es ist der Pharisäer, der steht selbstgerecht in seinen eigenen Werken. She parallels it to Gethsemane also when they all fled and left him to go to the cross. Und sie vergleicht das auch mit Gethsemane, wenn die Jüngern geflüchtet haben, als er zum Kreuz ginge. okay, so basically, when it speaks about here, yeah, and those that apostatize here, they become your most bitter enemies, and they will accuse you in these courts and all these things. Okay. Also diejenigen, die hier wegfallen, die werden deine bitterste Feinde werden, und die sind deine Ankläger in den Gerichten. And it's just obvious, right? For instance, when we know each other, we know like those kind of secrets, okay, that Das ist other ja people don't know. klar, wenn wir einander ganz nah sind, wir wissen diese ganzen Geheimnisse voneinander, die fremde Menschen eben nicht kennen. And then you can bring forth all these things and accuse you, okay? Dann kannst du all diese Dinge herausbringen und dich damit anklagen. And you can already, if you just look at your own life, okay, Und wenn du deine eigenen Leben you anschaust, can see how Satan prepares your mind, okay? du kannst sehen, wie Satan deinen Verstand vorbereitet. He prepares it by showing you the character defects of all your brethren, okay? Er bereitet deinen Verstand vor, indem dass er alle Charaktermerkmale oder Fehler von deinen Brüdern oder Schwestern aufzeigt. So, and basically you have it in your mind already, you have these things stored up, okay? Und diese Dinge, die sind bereits in deinem Verstand, also die sind gelagert da drin. Because sometimes I think, you know, if I would fall away, I could bring this against this person, I could bring this against this person, I could bring this against the ministry, I can do all these things, Denn okay? manchmal, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich wegfallen sollte,
Ich konnte das gegen diese Person bringen und gegen diesen Person und das gegen den Ministry und so weiter und all diese Dinge, die No problem. flüchten zu Okay. meinen Gedanken. So the only thing that would keep me from doing this is if I remain faithful. Okay. Und das Einzige, was mich davon abhalten würde, das zu vollbringen, ist, wenn ich treu bleibe. Yeah. And for instance, if I would fall away, Und zum Beispiel, Okay. wenn ich wegfallen sollte, then I can say that this is a dangerous group and all these things. Okay. dann bin ich imstande zu sagen, dass das hier eine gefährliche Gruppe ist und so weiter. And all these things. So it's no problem at all. Okay. Keine It's Probleme. very, very easy. Even each one of us is very, very easy capable to do these things. Sehr Okay. einfach. Jeder einzelne von uns ist imstande, diese Sachen zu tun. Okay. So and it will happen. Okay. Und es wird geschehen. So Just on that note, you know, the temptation, I just had a conversation earlier on about the very same thing. The temptation is, oh, well, we can't trust anybody. It's the exact opposite. It's like with Jesus, you can still trust people. You can still love people although they hate you. You can still trust people although you know that they're going to use it against you and all these things. Yes. It doesn't matter. Yes. Also ich hatte gerade so eine Unterhaltung über dasselbe Thema und natürlich, wenn man hört sich da an, dass der Gedanke, der menschliche Gedanke, der aufkommt, ist, naja, wir sollten ja gar keine irgendetwas anvertrauen. Ne? Aber das ist gerade der Sache mit Jesus. Ist, trotzdem, dass jemand dich ausliefert, du liebst sie dennoch. Trotzdem, dass jemand dich verletzt, du vergibst sie dennoch. Du kannst das mit Jesus, du kannst dir dennoch vertrauen, du kannst dennoch offen mit Menschen sein und dich persönlich sein, wie du bist. especially you can't even prevent it from happening. Okay. Du kannst es noch nicht mal aufhalten, dass es geschieht, weil es eben prophetisch ist. So it will come. If you try to hinder it in your own strength, it will come nonetheless. Also, es wird passieren und wenn du versuchst, in eigenen Kraft es aufzuhalten, es wird dennoch kommen. Okay. Because we're so faulty and Satan has so many thousand options to accuse us, it's no problem. Wir sind so fehlerhaft, Satan hat so viele verschiedene Optionen, Anklage gegen uns zu bringen. Also für ihn ist es kein Problem. Okay. Alright, so now let's continue with this quote. So, wir fahren mit diesem Zitat weiter fort. Wir haben den ersten Absatz gelesen. And this is just one, so there's one paragraph missing in between. Okay. Also Just- ist ein Absatz dazwischen ist ausgelassen. Ja. But it's just connecting with this first paragraph. Okay. Aber das hier ist in Verbindung mit der ersten Absatz. It says here, the same trials have been experienced by men of God in ages past. Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley urged that all doctrines be brought to the test of the Bible and declared that they would renounce everything which it condemned. Against these men persecution raged with relentless fury, yet they ceased not to declare the truth. Different periods in the history of the Church have each been marked by the development of some special truth, adapted to the necessities of God's people at that time. Every new truth has made its way against hatred and opposition. Those who were blessed with its light were tempted and tried. The Lord gives a special truth for the people in an emergency. So, what does Sister White say in Christ Object Lessons 412? So was sagt Ellen White in Christi Gleichnisse 412? It's in a crisis, characters revealed. Es ist eine Krise, wo Charakter geoffenbart wird. And she says, it will be manifest who made preparations for the event. Sie sagt auch, es wird manifest gemacht werden, wer Vorbereitung auf das Ereignis gemacht haben. And she also mentions emergency, right? Und sie This sagt quote, auch if I remember Notfall, correctly. Yes? also der Notlage. Okay, let's just pull it up again because I'm pretty certain, but I just want to confirm it myself. Christ Object Lessons 412. Yes. It says both parties were taken unawares, but one was prepared for the emergency and the other was found without preparation. Also Okay. beide Gruppen sind unawares. Ist unerwartet. Also beide Gruppen sind unerwartet genommen werden, aber der eine war für diesen Notfall vorbereitet. Okay, so now let's go back to the quote in GC. So, zurück zu der Zitat im Livestream vom großen Kampf. So the Lord gives a special truth for this emergency. Okay.
And then it says here, who dare refuse to publish it? He commands his servants to present the last invitation of mercy to the world. They cannot remain silent, except at the peril of their souls. Christ's ambassadors have nothing to do with consequences. They must perform their duty and leave the results with God. Okay, so when you come here, what are you not to do? So, wenn du hier kommst, was sollst du nicht tun? Who dares to refuse to Publish it. publish it? Okay. So, wer wagt es, zu weigern, es zum Druck zu bringen oder zum Ausdruck zu bringen, Zu veröffentlichen. zu veröffentlichen. Okay, because if you don't speak and if you don't give testimony for your faith here, Also, wenn du nicht sprichst und du kein Zeugnis für deinen Glaube hier ablegst, you will lose your own salvation. Okay. du wirst deine eigene Erlösung verlieren. Okay, because what happens also at the midnight cry? Denn was geschieht noch an der Mitternachtsruf? What other event in heaven? Welche andere Ereignis im Himmel? Midnight cry. So, Yes, investigative judgment of the living, der right? Untersuchungsgericht an den Lebendigen. So when you be brought before the earthly kings, you also brought before the heavenly king, right? Also wenn du auf der Erde vor diese irdische Könige gebracht wirst, dann auch vor dem himmlischen. Jesus says, if you confess my name, I will confess your name before the Du Father. sagst, wenn Right? du meinen Namen bekennst, dann werde ich auch deinen Namen vor meinem Vater But if you bekennen. deny my name, I will deny your name also before Aber the wenn du Father. meinen Namen verleugnest, dann werde ich auch deinen Namen vor meinem Vater verleugnen. This awaits us right here in principle. Und Okay? das erwartet uns im Prinzip gerade hier. I was just saying, you're not publishing that truth there. The truth is when you come there and give the testimony, you ask for time, and at the end, you're going to pop, because it says a special truth is given in emergency. So this is this time where you're understanding this truth, and then you publish it, and it's really what's going to deliver. Dies ist der Zeit, wo du verstehst diese besondere Wahrheit, die in diesem Notfall gegeben wird, und am Ende wirst du es veröffentlichen. Because it says they cannot remain silent, but yet it says you go and you're dumb. So there's a time to remain silent, there's a time to speak. Denn sie sagt hier, im Grunde wer wagt, stumm zu sein. Yeah, Aber but es gibt eine Zeit, stumm zu sein That's und eine really Zeit zu sprechen. the point I really want to highlight, that it's not that you don't speak anything here. No, That- no, that- you Und der gotta Punkt, den ich understand sagen what möchte, ist es nicht, dass wir gar nichts hier in dieser Zeit So sagen. what I mean is you must give here a profession of your faith, Also okay. du musst ein Bekenntnis deines Glaubens hier ablegen. but you must remain dumb. And we will look now what we need to remain dumb for. Und wir werden anschauen, weil du musst auf irgendetwas in dieser Zeit stumm bleiben. So let's go to the last quote that I posted. So, lasst uns jetzt zu der letzten Zitat gehen, die ich gepostet habe, vom Leben Jesu. And this is when Jesus was delivered up. Und das ist, als Jesus ausgeliefert wird. Okay, and this is from Desire of Ages 726.2. Vom Leben Jesu 726.2 und 3 im Englisch. And maybe somebody wants to read it. Möchte jemand das lesen? Maybe Brahma, you can read it, please. Yes. When they heard his answer, Caiaphas and those that were with him called Pilate to witness that Jesus had admitted the crime which he was charged. With noisy cries, priests, scribes, and rulers demanded that he be sentenced to death. The cries were taken up with the mob, and the uproar was deafening. Pilate was confused. Seeing that Jesus made no answer to his accusers, Pilate said to him, Answerest thou nothing? Behold how many things they witness against thee, but Jesus yet answered nothing. Standing behind Pilate in view of all the court, Christ heard the abuse, but to all the false charges against him he answered not a word. This whole bearing gave evidence of conscious innocence. He stood unmoved by the fury of the waves that beat about him. It was as if the heavy surges of wrath, rising higher and higher like the waves of the boisterous ocean, broke about him, but did not touch him. He stood silent, but his silence was eloquence. It was as a light shining from the inner to the outer man. Yes. So, to what did Jesus not reply? So, zur was hat Jesus sich nicht erwidert? The accusations of blasphemy and tax evasion. Yes. Also die Ankläge, die gegen ihn kamen von Gotteslästerung und
Hinterziehung. Hinterziehung. Because these are the false accusations. that Yes. are brought Weil against das sind die falschen Anklagen, die gegen uns kommen werden. So all these false accusations that will be brought against you, you are not to defend yourself. Okay? All diese falschen Anklagen, die gegen dich gebracht werden, gegen die sollst du dich nicht wehren. you. And insurrection was the other one. Yes, yes. Insurrection ist da. Aufruhr. Gegen Aufruhr, genau. Okay, so Das ist der dritte. they will charge you with these false accusations, but you're not to try to defend yourself and say, look, I can prove I'm innocent. Also die werden all diese falsche Anklagen gegen dich bringen, aber du solltest nicht sagen, nein, warte mal, ich kann beweisen, dass ich dagegen unschuldig bin. But you leave this with the Lord and you're done. Du lässt das in den Händen des Herrn und du bist stumm. But when you ask, do you believe these things, you have to say, yes, that's my faith, okay? Or you have to confess your faith. Aber wenn sie eine Frage stellen, glaubst du an das oder das, da sollst du sagen, ja. Also da stehst du für das, was du glaubst. Luther actually confessed some things he did wrong. He says, because they asked him about, is this true what you wrote? And he says, I have to confess that, yes, because there was accusations against him that were true, and he confessed that, yes, how I maybe said those things were true, but what I said I can't change. So he confessed his wrongs, but he never Also Luther defended himself. hat sogar demütigerweise auch einige von seinen Fehlverhalten anerkannt. Also er hat gesagt, das, was ich geschrieben habe, dafür kann ich mich nicht entschuldigen. Aber wie ich es vielleicht geschrieben habe, da hätte ich es vielleicht besser tun können. Yes. Zum Beispiel. Yes. Okay, so in this sense, you can confess basically wrongs, but don't deny the truth. Okay. Also in diesem Sinne kannst du Falschheiten oder Fehlverhalten bekennen, aber du sollst den Wahrheit nicht verleugnen. Okay. So, and don't respond to these false accusations, because Sister White, she also has this vision about these black balls, right? Ellen White, sie hat diese Vision von diesen schwarzen Kugeln, die geworfen worden sind. And she says it's all these false accusations that will be thrown against you. Sie sagt, das sind diese ganze falsche Anklagen, die gegen dich geworfen werden. And basically she says in this quote, when you now turn to these black balls and basically pay heed to these false accusations, Und sie sagt in der Zitat, wenn du diesen schwarzen Kugeln deine Aufmerksamkeit zuwendest und du gibst sie Acht darauf, then they hit you and they defile your garment and you get lost. Okay? dann treffen sie dir und die verunreinigen dein Gewand und du wirst verloren. And you must just keep your eyes fixed on Jesus and go forward and don't pay attention to these black balls. Okay? Du musst deine Augen stetig auf Jesus gerichtet halten und gar kein Acht auf diese schwarze Kugeln, diese falsche Anklagen geben. Okay, so let the Lord deal with your reputation. So erlaube, dass der Herr sich um deinen Ruf kümmert. Okay, now let's read this last quote and then we can close for this evening. Jetzt lesen wir dieses letzte Zitat und dann können wir für heute Abend Schluss machen. It's also from Desire of Ages, same chapter. Das Okay. ist auch von das Leben Jesu, selbe Kapitel. Because now Jesus was also brought before Herod. Denn jetzt Jesus war auch vor dem Herod geschleppt worden. Herodes in Deutsch. Okay, it says Herod's conscience was now far less sensitive when he had trembled with horror at the request of Herodias for the head of John the Baptist. For a time he had felt the keen stings of remorse for his terrible act, but his moral perceptions had become more and more degraded by his licentious life. Now his heart had become so hardened that he could even boast of the punishment he had inflicted upon John for daring to reprove him. And he now threatened Jesus, declaring repeatedly that he had power to release or to condemn him, but no sign from Jesus gave evidence that he heard a word. So Jesus totally ignored him. Okay? Also Jesus hat ihn vollkommen ignoriert. So he was dumb. Okay? Er war stumm. Herod was irritated by this silence. It seemed to indicate utter indifference to his authority. To the vain and pompous king, open rebuke would have been less offensive than to be thus ignored. Again he angrily threatened Jesus, who still remained unmoved and silent. The mission of Christ in this world was not to gratify idle curiosity.
he came to heal the brokenhearted. Could he have spoken any words to heal the bruises of his sin-sick souls, he would not have kept silent. But he had no words for those who would but trample the truth under their unholy feet. Okay, so therefore, why didn't he speak to Herod? So, warum sprach nicht mit Herod? Because his Herodias. heart was close to the gospel. Yes, okay. Weil sein Herz war verhärtet und für die Wahrheit But he schon spoke bereits to geschlossen. Pilate. Yes, he spoke to Pilate. Right? Er sprach aber zu Pilatus, Yes. But only truth, right? aber nur Wahrheit, Try and win him. Yes, try to win. versuchen, ihm noch zu gewinnen. And not to defend himself and say, Pilate, I'm innocent and get me out Aber of here. nicht, um sich selbst zu verteidigen, in dem Sinne, Pilatus, hör mal, ich bin unschuldig. And with Herod, what did Herod wanted to see from Jesus? Und Herodias, was wollte er von Jesus sehen? Yes, miracles, right? Ein Zeichen, ein Wunder. So we are not to satisfy their curiosity. Also Okay? wir sollten nicht der Neugierde entgegenkommen. So when they are just nosy and just curious, and this you should also not respond to. Okay. Also wenn sie neugierig sind oder curious? Neugierig. Neugierig, ja. Also wenn sie nur neugierig sind, da sollst du dem nicht nachgehen. Okay, it's only when you can see they have a genuine interest in truth, Es ist nur, wenn du sehen kannst, dass die eine wahrhaftige Interesse an der Wahrheit haben, then you should also tell them and give them. Okay. dann solltest du sie erzählen und denen was geben. Yeah, but not defending yourself and say, look, I'm innocent and I can prove that I'm innocent and whatever. Okay. Aber dich selbst nicht verteidigen, indem dass du sagst, ich bin unschuldig, ich kann das beweisen und so weiter. But you have to give just the testimony through your life and through your words. Also Okay. du gibst nur Zeugnis durch dein Leben und deine Worte. And the words should be according to the truth. Okay. Und deine Worte, die du hier gibst in dieser Zeit, sollen nur die Wahrheit By sein. confessing what you believe, Indem dass du bekennst, das was du glaubst, and then also leaving this pattern, okay, indem dass du diesem Muster glaubst, and then basically believing that after time the Lord will eventually give you such a strong message that they will eventually recognize that you're innocent. und dass Okay. du glaubst an die Verheißung, dass nach einer Zeit der Herr wird dir eine Botschaft geben. Sorry, I missed that. They'll give you a message. What did you say? Yeah, that will basically prove that Also- you are innocent. Der Herr wird dir eine Botschaft geben, der beweisen wird, dass du unschuldig bist. When the prediction comes true, they will be silenced. Also wenn der Vorhersage zutrifft, dann werden sie den Munde verstopft So werden. it's not by your own actions that you try to get out of prison or out of this court or whatever, So ist es nicht durch deine eigenen Taten oder Worten, dass du versuchst, aus diesem Gericht oder aus diesem Gefängnis herauszukommen, but by understanding that when the prediction comes true, you will be delivered. sondern indem, dass du vertraust, dass wenn die Vorhersage zutrifft, du wirst befreit. And in this time, you just have to remain faithful to your faith and to confess it wherever there's an opportunity to Und do in so. dieser Zeit, du musst treu sein zu das, was du glaubst und deine Glauben zu bekennen, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet. But you're never to defend yourself against false accusations, Aber du sollst dich keineswegs in dieser Zeit verteidigen gegen falsche Anklagen. and also not to satisfy their curiosity. Okay, Und auch gar nichts sagen, um der Neugierde entgegenzukommen. okay? Amen? Amen. Okay, so I hope this is now a little bit clearer and that we can know how to behave when this is soon coming upon us. Ich hoffe, dass das für uns etwas klarer geworden ist, dass wir wissen, wie wir uns benehmen sollten, wenn das hier auf uns zukommen soll. Okay, so then let's close in prayer. So, lasst uns mit unseren Gebeten schließen.